Das Mystic Avebury-Video handelt von der vergangenen Megalithzeit, paramagnetischen Feldern und meiner Erfahrung der Zeit Portalreisen durch Dimensionstore der Megalithe am prähistorischen Kraftplatz von Avebury in Wiltshire. Avebury, anglo-normannisch Abona beim Fluss Avon, liegt nur 27 Kilometer nördlich vom weltbekannten Stonehenge, leicht mit Bussen zu erreichen. Aveburys Steinkreise mit der Avenue zum North Kenneth Long Barrow, die sind weit ausladend und man kann sich gut darin aufhalten. Diese Neolith-Monumente, die werden ca. 3000 vor der Zeit datiert und stehen mit dem Silbury Hill als pyramidalen Monument unter dem World Heritage Kulturschutz Englands. Die mächtigen, tonnenschweren Ungetüme, die noch metertief in der Erde stecken, weiß man nicht, wie sie an ihren Ort kamen. Etwas schien den Machern die Mühe wert zu sein, welche sie reinsetzten. Eventuell sind die einzelnen Steine eine Art Akupunkturnadeln für das Land, welche die Energie an einen Platz fokussieren. Bevor ich zu meiner eigenen Erfahrung im Steinkreis von Avebury komme, da möchte ich über die interessante Forschung und Experimente vom Naturwissenschaftler Professor Phil Callahan aus USA berichten. Eventuell ergeben sich dadurch Anhaltspunkte für den Zweck dieser Steinmonumente. Callahan hat paramagnetisches Gestein, zum Beispiel Granite, die mit Quarz durchzogen sind, bei Menhiren, Steinkreisen und irdischen Rundtürmen erforscht und herausgefunden, dass die Fähigkeit haben, das Magnetfeld vor Ort zu krümmen und zu fokussieren. Dadurch entstand eine hohe Vitalwirkung ins Umfeld. Alles wuchs stärker, Tiere und Menschen waren gesünder und kaum anfällig gegen Krankheiten. Bei irischen Farmern, da sah er, dass die ihre Saat zum Vitalisieren vor dem Ausbringen auf einen Bulaunstein legten, einem liegenden Megalith mit runden, künstlich geformten Löchern, und sich Schafe und Vieh gern um die Steinstrukturen sammelten. Callahan bezeichnet die paramagnetische Kraft als lebensspendendes Licht von Felsen für die Wurzeln. Als seltener paramagnetischer Baum wird die Eiche als regelrechte Energiefabrik bezeichnet. Sie wurde gern als Gewitterschutz aufgestellt. Trauungen unter Eichen, die sollten dem Paar Stabilität und Glück bringen. Sich an eine Eiche lehnen, ihre paramagnetische Energie auf sich niederströmen lassen, das tankt Stärke und Kraft auf. Paramagnetisches Gestein, das die Altägypter in ihren Pyramiden verwandten, hat bei antennenartiger Aufrichtung, das ist die Pyramidenstruktur, unter Einfluss eines äußeren Magnetfelds, die Sonne, die Fähigkeit, selbst magnetisch zu werden. Die Altägypter nannten in ihrer Hieroglyphe Ta-Mari die Erde als Magnet der Sonne. Die Zellstoffentgiftung aktiviert sich nach der Bioelektrik-Studie des französischen Ingenieurs Louis Vincent der Uni Belgien. Der physikalische Prozess ionisiert Wasser und steigert die Vitalkräfte um ein Vielfaches. Man weiß von Experimenten unter Pyramiden, von zum Beispiel Unverderblichkeit von Fleisch, Schärfung von Rasierklingen und vielem mehr. Sauerstoff ist ebenfalls paramagnetisch und hat deshalb hohe Vitalwerte. Hatten die Megalither durch die Aufstellung der mächtigen Steine bewusst künstlich paramagnetische Kräfte erzeugt?
Wussten unsere Vorfahren, wo Energienetze und Energiewirbel verliefen? Stehen deshalb Steinkreise, Megalithe und Dolmen weltweit auf diesen Energielinien? Plätze von natürlichem paramagnetischen Gestein und künstlich errichteten Steinmonumenten, die waren als heilige Plätze bekannt, an denen man sich gern aufhielt. Zeremonien und Segnungen stattfanden aufgrund seiner leichten, angehobenen Atmosphäre. Heute feiert und erholt man sich dort gern. Warum das so ist, hinterfragt man nicht. Ob das unerklärliche Erscheinen von geometrischen verwirbelten Mustern im Korn, speziell in Südengland, die sich teilweise über 1 Quadratkilometer erstrecken, einen Bezug zu diesen Energieströmen hat? Callahans weltweite physikalische Forschung hat interessanterweise ergeben, dass sich politische Spannungszonen der Welt an Orten befinden, bei denen das Erdmagnetfeld nicht hinreichend mit dem Boden verbunden war, also seine paramagnetische Eigenschaft abgeschwächt war. Seine Schlussfolgerung: überall dort, wo magnetische Felder gestört sind, führt das auf Zeit zu kulturellem Zerfall. Hat man in prähistorischer Vergangenheit ein umfangreiches Megalithwesen gepflegt, um das Mikroklima zu beeinflussen und das landwirtschaftliche und gesellschaftliche Gleichgewicht positiv zu beeinflussen? Dem Menschen eine gute, gesunde Entwicklung zu ermöglichen? Diese Ausführung ist Vorspann für meine eigenen, außergewöhnlichen Erlebnisse und Eindrücke, die ich am starken Kraftplatz Avebury erlebte, und auch ihren Folgen. Sie zeigen einen Einblick in eine Welt außerhalb unserer gewohnten, auch meiner alltäglichen Realität. Den megalithischen Steinkreis von Avebury, den habe ich oft und gern als neolithische Kulturstätte und entspannenden Kraftplatz besucht. Ihn als frequentes Einstiegstor zu erleben, das kam, als ich mich über Tage und auch nachts zum Schlafen in ihm aufgehalten habe. Nach 2-stündigem Flug und Busfahrt von Bristol aus komme ich abends in Avebury Henge an. Die heimelige 1100 Jahre alte angelsächsische St. James Church hat noch zur Abendbesinnung auf. Und dort komme ich mit einem ansässigen Farmer ins Gespräch. Der bietet mir an, mein kleines Zelt im Kastanienhain beim Steinkreis aufzubauen. Dieser Kastanienhain, der sollte die nächsten Nächte meine Bleibe werden und mir, durch das besondere Ladungsfeld des Steinkreises, Außerordentliches bescheren. In einem Megalithkreis, da fühlt sich die Atmosphäre anders an als außerhalb. Diese Atmosphäre, die scheint das Denken zu beruhigen und eine andere Wahrnehmung zu stärken, die für uns Menschen ungewohnt ist. Es macht viel Freude, sich bei den Megalithen aufzuhalten, doch hatte ich mit dem, was ich dort erleben sollte, nicht gerechnet. Nach einem Earl Grey im Lions Pub, der inmitten des weitläufigen Steinkreises gebaut ist, da mache ich mich mitternächtlich auf den Weg unter die Kastanien vorbei, am massiveckigen Monolith. Der steht direkt an der Straße nach Swindon und glänzt nun im Schein vom Vollmond hell. Stille Ruhe lag über dem Land. Auf meiner aufblasbaren Matte liegend döse ich ein, um wieder von tropfender Nässe zu erwachen. Durch meine Atmung, da hatte sich Kondenswasser im Innern der Zeltplane gebildet, das tropfte jetzt auf mich nieder. Im Dunkeln suche ich die Plane zu öffnen und fall erschrocken rückwärts ins Zelt.
Da stand im milchigen Mondlicht eine wie aus Stein gehauene Figur. Sein Gesicht war umrahmt von grün-violetten Ranken und spiraligen Kreisen. Wie kam der dahin? Er sah aus wie ein lebendig gewordenes Steinewesen. Eventuell war dies ein verschrobenes Stück Holz oder ähnliches, versuche ich mich zu beruhigen. Doch das weiterführende Geschehen sollte mich eines Besseren belehren. Ganz versteinert, so wie mein Gegenüber, kniete ich vor dem Zeltausgang. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Es war einfach zu unreal. Nach geraumer Zeit, beide rührten wir uns nicht, da beobachtete ich, wie eine golden leuchtende Spirale, wie ein durchsichtiges Lichtkabel oder wie bei einem Elektrofisch, Wellen bunte Lichter aussandte. Als ich auf das Gebilde deute, sehe ich in mir, wie ich meinen Haustürschlüssel ins Schloss meiner Tür stecke. Dachte ich, ein Schlüssel. Doch für welche Tür? Keine Tür, kam die Antwort. Jetzt woben sich die Spiralen ineinander und für einen kurzen Moment hatte ich das Gefühl von Ordnung und Ausgewogenheit. Schon war es wieder weg und mit ihm die gesamte Erscheinung. An der Kastanie, da ließ ich für meinen Gastgeber eine Tasse Tee zurück. Dies Erleben aus einer sich verflüchtigenden anderen Daseinsebene wie ein Traum, das schien erst der Auftakt zu weiteren mystischen Erlebnissen. War ich geimpft vom paramagnetischen Platz? Oder lag ich einfach zufällig auf einer der Erdenergielinien, die die Engländer Michaelslinie nannten? Wer wusste das alles schon so genau? An diesem frühen Morgen war ich mit Gary verabredet, einem australischen Elektroingenieur. Wir hatten uns bei den Megalithen kennengelernt und er wollte mich mit seinem Jeep abholen, um gemeinsam die weltberühmten Kornkreise am neolithischen Milk Hill zu erkunden. Er vermutete, dass die Anordnung der quarzhaltigen Megalithe Energiefelder kreierte, die wie Elektrospulen funktionierten. Ich fand das eine lustige Idee. Er erklärte mir jedoch, dass jede Quarzuhr so funktionierte. Auf unserem Weg, da passierten wir einige der mächtig grauen Steinriesen. Diese Steine, die trugen Wärme in sich, doch nicht immerwährend. Sie konnten ein Kribbeln im Körper auslösen, das schon zu Heilprozessen geführt hat. Bei manchen, da kann man zu bestimmten Zeiten einen leisen Summton hören. Um die sonnengeladene Wärme zu genießen, da lehnen wir uns versonnen an einen der massiven Megalithblöcke. Plötzlich stand ich in einer pulsierenden Spirale von großartiger Schönheit und bombastisch bunter Leuchtkraft. In ihrem Innern zirkulierten kleine Spiralen bunten Lichts. Es sah aus wie eine Computeranimation. Um die funkelnden Lichtkreise genauer zu betrachten, da neige ich mich vor und fall in einen Lichtzeittunnel, der mich in eine andere Zeitdimension versetzte. Das wusste ich aber erst nachträglich. Ich fand mich wieder in einer gleißend grell weißen Landschaft. Das Bild, das sich vor meinen Augen öffnete, das war atemberaubend. Ich stand auf einem riesigen Ringwall, unter mir ging es steil in die Tiefe. Viele riesige Monolithe, einzelne Steinblöcke, die ragten als kreisrunde Anordnung wie graue, dicke Finger aus der weißen Erde in den Himmel hoch. Eben schafften Männer einen weiteren, 2 Mann großen, mächtig dicken Steinkoloss herbei. Sie hielten ihn in der Luft mit ihren Händen
und trugen oder eher schoben ihn vor ein großes Loch. Jetzt fiel mir auch ein Kreis von 5 Frauen und Männern auf, die waren durch ihre naturweiß gewebte Wollkleidung kaum vom Untergrund zu unterscheiden. Diese Gruppe, die umringte die gesamte Zeit mit den Trägern mitlaufend den getragenen Koloss. In ihren Händen, da blitzte ein undefinierbarer Gegenstand auf, ein heller, hoher Ton, der war ab und an zu hören. Manchmal verschwand er, um dann erneut bis an die Grenze der Hörbarkeit zu reichen. Ein Singsang, wie ein leises, stetes Zirpen, das lag über der gesamten Landschaft. Vor dem Loch angekommen, da ließen die Männer den Stein niedersinken, als wäre er aus Pappmaché. Auf ein Zeichen hoben sie ihn schräg auf und er glitt wie in Zeitlupe in das für ihn vorgesehene Loch. Mit einem dumpfen Aufprall stand er still. War ich Zeuge des Aufbaus von Avebury vor ca. 5000 Jahren? Einer der weiß gekleideten Männer drehte sich in meine Richtung und ich empfing eine telepathische Botschaft. Wir sind Steinwissende. Wir speichern Wissen und Erleben von Menschen und Erdzyklen aus dem Lichtäther in die Lichtmatrix der Steine. Er legte eine Hand an den Sockel des Megaliths und die andere hielt er in den Raum. Der graue Megalith verschwamm vor meinen Augen, wie in Wasser getaucht. Gleichzeitig drehten sich bunte Lichtspiralen den fast durchsichtig scheinenden Stein hoch und verbreiteten sich als Mini-Lichtpunkte in ihm. Ich erinnerte mich an das mächtig kalkweiße Hünengrab Newgrange in Irland und seine vielen spiralig gravierten Megalithe. Auch in der neolithischen Siedlung Skara Brae in Schottland, da tauchten prächtig kunstvoll gestaltete Steinbälle auf. Könnten die Spiralen Energiewirbel darstellen, die einen Megalithen hinaufsteigen? Wir kreieren einen heilsamen Raum. Wir gleichen Beeinträchtigungen aus, die durch kosmische und geomagnetische Anomalien entstehen, damit ein gutes Leben möglich ist. Den Steinkreis, den richten wir auf den Mondzyklus aus, der die Magnetlinien beeinflusst. Das gibt eine stärkende Synergie. Gleichzeitig nutzen wir den Fluss der Energielinien, um zu reisen. Wir sind Lichtumwandler. In einem lichtvollen Bilderreichen, da wird mir der Sinn der Speicherung eröffnet. Innerhalb einer bestimmten Himmelskonstellation, da fließen Speicherdaten aus den Megalithen wie Matrixfäden oder kleine Schneeflöckchen, unsichtbar wie ein Schemen, in die Welt. Das frei verfügbare Wissen wie aus einer universellen Energiebibliothek, das konnte von kreativen Menschen aufgegriffen und genutzt werden. Das ging auch ohne dem Wissen um seinen Ursprung. Wurde das Qi, die Vitalkraft, in Zeit und Raum gezogen, war dadurch die Gegend durchlichtet, vitalisiert, zu Schönheit gebracht? Ein hübsches Mädchen mit langem kastanienbraunem Haar, die trug einen Korb Früchte, die hüpfte an uns vorbei. Wir sind gütig und haben einen frohen Geist. Wir leben mit den Menschen und singen und tanzen mit ihnen. Wir helfen, wieder Ordnung in Missstände, in Verdunkelung des Lichts zu bringen. Wir kennen deine Zeitebene. Es gibt deren viele. Erinnert euch wieder an die Macht des Lichts. Licht ist lebendes Bewusstsein. Es braucht einen hingebenden Geist, um das Geheimnis der Materieveränderung zu offenbaren. Sonnenenergie ist wichtig für unsere Gemeinschaft, weil dann das Leuchten in den Steinen und in unseren Herzen stärker wird.
wurde, wer immer diesen Steinkreis betrat, berührt von den Träumen der Erbauer und seinen eigenen Träumen geführt? Was nun hat das all mit meinem eigenen Leben zu tun, fragte ich. Ein verschmitztes Lächeln zog seine Mundwinkel hoch, und er sagte, ich sei vom Licht berührt, was immer er damit meinte. Doch das sollte ich bald herausfinden. Gemeinsam mit dem australischen Freund, da legten wir begeistert Kristallspitzen unter die Megalithe, um sie aufgeladen mit Vitalkraft nach Haus zu nehmen. Gary wollte mit E-Messgeräten den Effekt messen. Er meinte, es könnte sich um elektromagnetische Felder handeln, die einen Vortex, einen Energiewirbel erzeugen, der besonders stark wirkende Energien hervorbrächte. Er hatte inzwischen die Bekanntschaft eines geselligen Mannes gemacht, der einer englischen Drudenzunft angehörte und ein junges Pärchen traute. Ich rang mich durch, diesem von meinem Erlebnis zu erzählen, und er nickte. Der Gnom, den du gesehen hast, das sind alte archaische Feen, Siddhe genannt. Die leben auf den starken Meridianlinien vom Kraftplatz. Sie haben es gern, sich auszutauschen. In alten Zeiten, da wurden ihnen Gaben gebracht und man hat sich mit ihnen wegen Gezeiten, Wetterverhältnissen, Ernte und Gemeinschaft besprochen. Die Lichtspirale, das ist ein Einweihungssymbol zum Anzapfen der Steininformation. Er selbst hätte auch an verschiedenen Steinen gelauscht. Sie wären wie differenzierte CDs einer universellen Bibliothek zu nutzen. In jedem wäre anderes Wissen eingespeist. Da gäbe es einen Stein für die Künste, einen anderen für die Wissenschaft, einer, der magische Lieder vermittelte. Wir können zum West Kenneth Long Barrow mitgehen, Sie würden noch die Ahnen um den Segen bitten wollen. Am neolithischen Silbury Hill vorbei, da überqueren wir die in nassem Nebel liegende Straße nach Marlborough und erreichen dann auf dem vom kürzlichen Schauer ganz durchmatschten Feldweg den Kenneshügel mit seinem herrlichen Panoramablick. Mächtige Steinquader schützen den Eingang vom langgezogenen Hünengrab. Achtsam taste ich mich ins Innere. Das war von Kerzen erleuchtet. Die Braut legte Wildblumen in eine der feuchten Nischen. Ein Mann fing an, leise Töne zu summen. Die wurden immer stärker und die nahmen uns vibrierend in ihre mächtigen Wogen hinein. Der Raum, der warf das Sounden zurück. Es klang wie mit einem australischen Didgeridoo-Rohr. Meine Haut kribbelte. Ich schaute auf meine Füße. Da lagen gestreute Blüten und Getreidekerne. Unter mir wurde die Erde weich und durchlässig. Da war Erde, doch da war ebenso eine windende Spirale, die in den Erdkern zog und von dort ins Universum raste. Ich schwankte, mich gerade so auf der golden leuchtenden Spiralstraße im Gleichgewicht haltend, durch kosmische Gefilde. Ich konnte nicht mehr stehen und setzte mich, um Boden zu spüren, doch es veränderte sich kein bisschen. Wie ein Blitz raste ich durch den Kosmos in die endlose Weite. Unter mir sah ich die Erde schweben und um sie herum viele Lichtkreise. In denen wirbelten Figuren und Ornamente. Plötzlich fiel einer wie eine Sternschnuppe zur Erde und verschwand im leuchtenden Energienetz des Erdkörpers. Lautlose Stille, wenn man das so benennen konnte, breitete sich jetzt sanft aus. Ich schwebte durch die Stille von Zeit und Raum, wie in Watte gepackt.
Der Raum, in dem ich war, der war endlos. Und da waren leuchtende Wesen, die wie große Lichter mit gütigen Augen und Fäden von buntem Licht hinter sich herziehend an mir vorbeischwebten. War das ein Portal in die Welt der Gestorbenen, die lebten? So was Schönes, tief Berührendes, es war so voll Leichtigkeit. Es war einfach nur schön, dieses goldene Glitzern und Leuchten in mir selbst zu fühlen. Es umfasste mich eine Hand und zog mich ins Freie. Der Druide sprach: "We finished celebration." Noch ganz erschüttert von der eben durchstandenen Vision der eigenen Unendlichkeit im Kosmos, da wandte ich mich an den in außergewöhnlichen Seinszuständen bewanderten Mann. Für uns ist das West Kenneth Long Barrow ein Refugium, um an einem Ort erhöhter Macht Verbindung zu den verstorbenen Ahnen und kosmischen Kräften aufzunehmen. Wir sehen ihn als lebendigen Kultort, um zu wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Unsere alten Landschaftstempel, die bewahren Wissen von vergangenen Kulturen. Ihr Wissen, das macht uns frei von den Illusionen der Welt. Diese mystischen Erlebnisse, die sind schwer durch Worte auszudrücken. Sie sind für den gedacht, der sie erlebt. Durch das persönliche Erleben von diesen Phänomenen, da entsteht ein tieferer Zugang zur eigenen Seele. Nun, hier feiern wir Hochzeit mit dem Segen der Ahnen, grinste er, verschmitzt auf das turtelnde Bärchen deutend. Ich hatte so einige Fragen. War der Steinkreis Avebury und auch andere Kraftorte ein Portal zu anderen Realitäten? Konnte man in Dimensionen reisen, die frei von unserer Materiewelt waren und regeneriert wieder zurückkommen? Anscheinend geschah genau das hier. Es fiel mir nämlich innerhalb dieses Aufenthalts etwas Erstaunliches auf. Die ganze Zeit über Wochen verspürte ich überhaupt keinen Hunger. Es war so, als hätte ich gerade gegessen und wäre satt. Ich bestellte mir immer nur einen English Tea. Das Erstaunliche war, dass, obwohl ich nichts aß, nicht mal ein Stück leckeren Clotted Butterscone, mein Gewicht und Vitalität gleich blieben. Ja, meine Stimmung großartig war. Hatten der tage- und nächtelange Aufenthalt an diesem besonderen, hochenergetischen Ort Einfluss auf die Hormonregulierung? Machte das was mit meinen Drüsen? Die Gemütsangehobenheit und das Sättigungsgefühl hielten noch über Monate. Ich beobachtete diese Erscheinung mit reichlicher Staunen. Ich freue mich, wenn wir uns an den entspannenden und ruheausstrahlenden Megalithen sehen. Wer hat Erfahrungen an Megalithmonumenten oder Ähnlichem gemacht und will die mitteilen? Oder hat Fragen? Unsere Forschergemeinschaft versucht zu beantworten.